Guten Abend, ihr Lieben. Hallo. Ja, das scheint zu funktionieren. Ich hoffe es zumindest. Ihr dürft mir bitte gleich wieder sagen, ob das hier mit dem Ton funktioniert. Ich bin total nervös. So ist es, wenn man mal früh dran ist. Ich stand hier jetzt 5 Minuten und habe darauf gewartet, dass es 20 Uhr ist, um irgendwie live zu gehen. Und mit jeder Minute und Sekunde, die verstrichen ist, bin ich noch nervöser geworden. Eieiei. Man sieht und hört mich gut. Danke, Ulrike. Ton ist da, sagt auch Tilly. Wunderbar, funktioniert alles bestens. Ja, ich sag's euch, langsam aber sicher habe ich den Bogen raus. Ich übe brav weiter, aber für mich ist ganz wichtig, dass ich da in dem Rhythmus drinne bleibe. Also ich versuche schön brav weiter hier bei euch auch regelmäßig jetzt immer jede Woche mindestens einmal live zu sein. Hoffentlich pegelt sich dann auch das Stresslevel ein bisschen ein. Ich bin nervös. So. Sehr schön, schon mal sehr gut, dass alles funktioniert. Mein Mann ist auch anwesend, wundert euch nicht. Ich musste den hier nochmal frisch zum Moderator machen, ne? Hier, lieber bester Ehemann. Das sollte aber, hoffe ich, geklappt haben. Okay, auf geht's, Details, genau. Ich habe alles Mögliche hier für euch mitgebracht und zwar einmal die Christbaumkugeln. Ich will aber auch so viel schon vorweg sagen, weil die Clubbis kennen die Christbaumkugeln schon innen auswendig. Wir haben ja am Donnerstagabend genau dieses Projekt zusammen gebastelt. Es gibt noch mehr. Ich habe ganz brav die Wünsche umgesetzt, die da eingeflattert sind. Wir haben am Donnerstag so schön zusammen gebastelt und es kamen ganz, ganz tolle Ideen noch dazu. Und ich war tatsächlich fleißig. Ich lobe mich jetzt einfach mal selbst. Donnerstag bis Sonntag ist ja nicht so lang. Aber ich habe tatsächlich schon so ein paar Kleinigkeiten von den Wünschen auch noch umgesetzt. Das zeige ich euch dann auch. Ich will aber ganz kurz was zu dem Projekt sagen, so wie es jetzt im Shop ist. Wir fangen mit der Basiskugel an. Ich schalte euch gleich einmal hier auf die andere Kamera um. Und ich muss euch nachher auch noch hier hinten dran meine ganzen Kugeln zeigen. Achtung, ja, zuck, zuck. Ich krieg das nie mehr hin. Das ist so verrückt, wenn man hier vorne dran steht. Leider seht ihr die jetzt gerade nicht besonders scharf, weil ich so nah an der Kamera dran bin, aber ich hole nachher mal Kugel für Kugel vor. Nicht wundern, dass es schon so viele sind. Das sind alles Prototypen, weil die Entwicklung da eben doch wieder etwas länger gedauert hat und echt etwas komplexer war, als ich mir das vorher vorgestellt habe. Aber ich dachte, ich sage jetzt einfach beim Zeigen der Kugeln auch nochmal ein bisschen was dazu, wer wie was wo wann, damit ihr es euch vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen könnt. Also ich schalte euch jetzt einmal um. Conny fragt, ob keine Kugeln gebastelt werden. Nein, Conny, eigentlich habe ich nicht vor, Kugeln zu basteln, weil der Zusammenbau eigentlich immer was ist, was ich sonst nur im Anleitungsvideo mache. Wäre aber eigentlich ein guter Punkt, weil die Kugeln gehen ultra schnell. Also theoretisch könnte ich eine basteln. Ich muss nur mal gucken. Ich glaube, ich habe keine Einzelteile mehr hier. Zur Not, ich mache mal eine auf, dann kriegt man zumindest eine Idee. Zusammenbau mache ich eigentlich immer ganz ausführlich im Anleitungsvideo. Deshalb mache ich das nicht jetzt hier direkt. Okay, ich schalte euch einmal um, wenn es klappt. Zack. Ha, hat geklappt. Und zwar habe ich hier schon einmal die Kugel liegen in 8 cm. Das war mein Ausgangspunkt größentechnisch. 8 cm ist die Größe, für die ich das Ganze eigentlich entwickelt habe. Als Deko und hier steckt auch schon die Schokolade drin. Auch als Verpackung für so Kleinigkeiten. Die Grundidee war hier von Anfang an, man könnte ja vielleicht auch so Richtung Adventskalender quasi denken. Und damit habe ich angefangen. Und schon dieses Projekt hat, so wie ich es hier in den Händen habe, für mich in der Vorbereitung wieder einiges an Hirnschmalz, Nervenversuchen gekostet. Die absoluten rohen Prototypen habe ich neulich leider entsorgt, deshalb kann ich euch die nicht mehr zeigen. Aber das hier ist die 8 cm Variante und ich hole uns hinten von der Wand jetzt gerade mal noch die 6 und die 10 cm, weil es war relativ schnell klar, dass diese Kugel große und kleine Freunde braucht, dass die nicht alleine bleiben will. Was auch schnell klar war, vielleicht machen wir das, bevor wir die Größen machen, war, dass ich das Projekt gerne beleuchten möchte. Beleuchtung habe ich nämlich hier direkt schon nebendran stehen. Hier steht die Kugel einmal in beleuchtet. In dem Fall jetzt einfach hier außen nur mit Transparentpapier und innen drin steht das Lämpchen. Wir machen das Ganze auch einfach einmal gemeinsam auf, damit ihr hier innen drin das Lämpchen einmal stehen seht. Und das war auch schwieriger, als ich am Anfang gedacht habe. Also ganz ehrlich, ich sag's euch, wie es ist. Die Grundidee war am Anfang, ne, einfach hier Basiskugel, so wie ich sie ursprünglich entwickelt habe, einmal aufmachen, Lämpchen rein und gut ist. Aber ich kann auch hier vielleicht einmal ganz kurz demonstrieren, was daran nicht so schön ist. Ich weiß nicht, ob ihr das von oben sehen könnt. Vielleicht ein bisschen schwierig. Aber das Blöde daran ist, dass dieses Lämpchen muss wirklich genau mittig stehen, sonst hängt die Kugel immer schief. Also sie müsste eigentlich so hängen. Das heißt, es ist schon wichtig, dass das Lämpchen in der Kugel zentriert ist und nicht irgendwo rumfällt. Und ich wollte es jetzt auch nicht irgendwie nur festkleben oder so. Ich habe da nach einer eleganten Lösung gesucht. Und so ist diese Erweiterung für die Beleuchtung entstanden. Bei der Beleuchtungserweiterung hat man nämlich hier diesen zusätzlichen Zwischenboden innen drin, der hier noch eingesetzt wird und der hier genau
eine passende Vertiefung in der Mitte hat, wo man genau diese 3 cm Lämpchen reinstellen kann. Also ihr merkt schon, ich habe die Beleuchtungserweiterung einmal rund um diese 3 cm Lämpchen entwickelt. Ich versuche gerade, sorry für die kurze Pause, ich versuche gerade einfach mal hier noch ein bisschen nebenher auch eure Kommentare mitzubekommen. Normales Teelicht auf gar keinen Fall, also irgendwas mit richtiger Flamme geht gar nicht. Und die meisten anderen LED-Teelichter, die ich kenne, haben alle einen Durchmesser, glaube ich, von ungefähr 4 cm. Und das wäre halt hier in meiner 8 cm Originalgröße problematisch gewesen. Deshalb habe ich gesucht und gefunden. Und ich finde auch, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen subjektiv, dieses Lämpchen ist heller als die Standard 0815 LED-Teelichter, die man so kennt, mit denen ich sonst auch schon gebastelt habe. Es ist übrigens auch bunt für die Leute, die auf bunt stehen. Ich persönlich bin jetzt nicht der es unbedingt bunt braucht zu Weihnachten. Aber dieses Lämpchen kommt in einem 10er-Pack. Ich habe euch den Link auch in die Videobeschreibung gepackt. Und mit 2 Fernbedienungen dazu. Und man kann es halt hier ausschalten, man kann es anschalten. Das war mir ganz wichtig, weil ich will natürlich nicht jedes Mal wieder die Kugel aufmachen müssen, nur um das Lämpchen zu aktivieren. Und hier könnt ihr theoretisch dann entsprechend auch andere Farben einstellen. Und ich habe hier einfach nicht auf Weiß gestellt. Weiß ist nämlich ziemlich kaltweiß, sicherlich auch Geschmackssache, sondern ich habe hier Gelb ausgewählt. Und Gelb ist hier rechts eben nochmal eine warmweiße LED. Die finde ich wirklich auch dann ganz gut Licht macht. Irmgard fragt schon, wird es auch eine Variante mit Löchern geben? Du meinst wahrscheinlich hier mit was, wo es durchleuchten kann, ne? Zeige ich auch auf jeden Fall gleich noch. Ich versuche mit euch mal durch die ganzen Varianten durchzugehen. Das ganze Projekt ist ein bisschen ausgeufert durch die 3 unterschiedlichen Größen, die ich dann auch wieder für alles haben wollte. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das Ganze hier aussieht in größer. Also ich hole jetzt gerade mal die 10 cm Variante noch her. Generell glaube ich auch hier, ne, die Basiskugel, damit ihr das beides mal seht. Und dann gibt es noch, hier liegt schon ein Deko-Element, zeige ich aber auch gleich nochmal in Ruhe. Eigentlich, Moment, wir machen heute Chaos, aber ist mir egal. Bevor ich das jetzt abhänge, ne, gehe ich einmal mit euch hier hinter. Man kann es hoffentlich wenigstens erahnen. Es sind schon ein paar Kugeln, ich bin wahrscheinlich jetzt auf die Entfernung relativ leise, aber ich habe gehofft, dass die Kamera das für euch ein bisschen scharf stellt, wenn ich mal so ein Stück weit weggehe. Und ich bringe jetzt einfach mal hier die große beleuchtete Kugel noch mit vor. Eine kleine, das sind die 6 cm und dann schauen wir uns das hier gerade nochmal gemeinsam an. So, hier habe ich die beleuchtete Version nochmal als 10 cm Kugel und ich habe hier innen drin bei der 10 cm Kugel natürlich auch wieder selbiges getan. Ich habe hier wieder diesen inneren Kranz quasi einmal genauso angepasst, dass er wieder passt für die 10 cm Variante. Generell ist bei der Größenanpassung, muss ich noch was erklären für die, die jetzt zum ersten Mal von dem Kugelprojekt hören. Und zwar könnte man jetzt ja denken, okay, warum 3 unterschiedliche Größen, ist doch eine Vektordatei, man kann es doch einfach skalieren. Ja, die Antwort ist ja. Grundsätzlich kann man es einfach skalieren, weil es eben eine Vektordatei ist, so eine Plotterdatei. Aber, jetzt kommt das Aber. Bei diesem Projekt, das wird gar nicht geklebt, deshalb auch Christbaumkugel ohne Kleben. Es wird komplett nur zusammengesteckt. Sind die Steckverbindungen ganz besonders wichtig. Die Steckverbindungen sollten dann natürlich auch entsprechend stramm sitzen und alles sollte irgendwie an Ort und Stelle bleiben. Und deshalb ist hier das Ganze nicht von der 8 cm Kugel zur 10 cm Kugel einfach hochskaliert, sondern ich habe sämtliche Steckverbindungen alle für die 10 cm Kugel perfekt angepasst. Das heißt, hier sind zum Beispiel diese Stecklücken 0,5 mm breit und das sind sie auch bei der 10 cm Variante und das sind sie auch bei der kleineren 6 cm Variante. Ganz wichtig zu wissen, damit man das vielleicht versteht, warum gibt es da unterschiedliche Dateivarianten, warum skaliere ich nicht einfach von A nach B, weil beim Skalieren diese schmalen Steckschlitze entsprechend mitwachsen oder schrumpfen würden und das ist super ungünstig, weil wie breit der Steckschlitz ist, sollte materialabhängig sein und nicht größenabhängig. Materialabhängig ist mein nächstes Stichwort. Es ist wichtig, dass das Papier ausreichend stabil ist. Das heißt, ich empfehle eigentlich für die ganze Kugel Tonkarton mit einer Grammatur von 220 Gramm ungefähr. Das goldene Papier, das ich hier benutzt habe, ist ein spezielles. Es hat nur 210 Gramm, funktioniert aber auch wunderbar dafür. Und dann seht ihr hier an den Seiten, habe ich jetzt Transparentpapier benutzt. Natürlich, wenn ich das beleuchten möchte, dass das Licht auch wirklich schön durchfallen kann. So. Bei dem Transparentpapier bin ich aber auf ein Problem gestoßen, damit ihr versteht, was es mit dieser Beleuchtungserweiterung auf sich hat, und zwar folgendes. Bei der Basisversion hier von der Kugel, die ja einfach nur als geschlossene Kugel gedacht war, habt ihr an der Seite auch Tonkarton.
als geschlossenen Streifen. Der ist an und für sich absolut ausreichend stabil, dass man den hier reinsteckt und der bleibt dann da auch so, weil einfach das Papier stabil genug ist. Wenn ich jetzt wie hier aber Transparentpapier verwende, dann ist es nicht genauso steif oder stark wie dieser Tonkarton. Mein Transparentpapier hat, glaube ich, ungefähr 100 Gramm pro Quadratmeter. So. Deshalb habe ich hier nicht nur einen Inneneinbau für diese Lämpchen gemacht, sondern ich habe auch diese Streifen, die hier eingesteckt werden, entsprechend für diese LED-Geschichte modifiziert. Die haben hier oben an diesem Steckteil, das man einsteckt, so kleine Nasen bekommen, damit das Ganze auch wirklich einrastet, wenn man das hier durchzieht. Das heißt, hier ist links und rechts nochmal eine kleine Verdickung dran, sodass es hier oben einklickt, wenn man das durch diesen Schlitz hindurchzieht. Dadurch kann man das aber auch schlechter wieder öffnen. Das geht jetzt hier nicht so besonders leicht raus. Hat den Vorteil, dass es nicht rausfällt, hat den Nachteil, dass es sich nicht rausnehmen lässt, so einfach. Und deshalb habt ihr 5 Streifen, die diese breitere Nase haben, die einrastet, und der 6. Streifen, das ist der hier auch mit diesem Pfeilausschnitt markiert ist, der hat diese Verdickung links und rechts nicht, damit man den eben trotzdem leicht rausnehmen und leicht wieder reinstecken kann. War wichtig, weil an die LED muss man ja vielleicht doch irgendwann mal dran, um die Batterie auch auszuwechseln. So, damit habt ihr hoffentlich das Gröbste hier zu dieser Beleuchtungsvariante schon gehört. Wenn ihr da noch Fragen dazu habt, fragt. Ich gucke jetzt auch gleich erst nochmal in die Kommentare. Ich zeige euch aber vorher mal noch die 6 cm Variante. 8 cm beleuchtet, wie gesagt, mit speziellem Zwischenboden hier extra innen drin. Bei den 10 cm ist auch der Zwischenboden extra innen drin. Und bei den 6 cm gibt es keinen Zwischenboden, aber da ist eigentlich ganz lustig. Wartet, ich lege das gerade mal zur Seite. Das kann übrigens auch passieren, wenn man zu unvorsichtig ist, dass das Ganze rauskugelt. So, einmal zurück. Bei der 6 cm Variante ist eigentlich ganz lustig, das war tatsächlich ausnahmsweise mal Zufall, dass das Lämpchen ohne Zwischenboden da genau reinpasst. Ich habe hier eine offene 6 cm Kugel stehen und ich denke, da kann man das ganz gut erkennen. Ich hoffe, ich bin einigermaßen im Bild, heute ist wieder alles ein bisschen gewandert. Ich denke, hier kann man ganz gut erkennen, dass dieses Lämpchen in dieser Grundkonstruktion schon relativ gut steht. Ne? Bei den 6 cm braucht es also keinen Zwischenboden. Trotzdem ist in der Erweiterung für diese Beleuchtung mit den LEDs auch nochmal eine 6 cm Datei mit drin, weil ich auch hier diesen modifizierten Seitenstreifen mit der Stecknase für euch mit in den Download gepackt habe. Nur, dass ihr euch da nicht wundert, hier gibt es keinen Zwischenboden bei dieser kleinen 6 cm Version, weil es den hier nicht braucht, aber die modifizierten Streifen sind da bei der LED-Erweiterung trotzdem mit dabei. So, bevor wir uns jetzt noch das Dekor angucken und alles andere, was ich mir noch überlegt habe, gucke ich noch mal ganz kurz, ob ich hier irgendwas überlesen habe. Ich komme noch mal kurz zurück zu euch. Die 4 cm Variante hatte ich, glaube ich, mit einem Auge schon eine Frage danach gesehen, wenn ich das richtig gesehen habe. Genau, Maika, die ist nicht mit im Paket, weil ich die jetzt erst danach entwickelt habe. Ich zeige die euch auch gleich nochmal. Ich will da gerne nochmal euer Feedback dazu. Die 4 cm Variante habe ich schon hier liegen. Bevor wir uns alles angucken, was noch nicht irgendwo mit drin ist, würde ich sagen, gucken wir uns wirklich die Sachen an, die aktuell in diesen Paketen drin sind, damit es da kein Durcheinander gibt, damit auch nachher jeder weiß, das ist enthalten, das ist nicht enthalten, damit man das vielleicht für sich ganz gut trennen kann, würde ich sagen. Okay, dann schalten wir uns einfach wieder um und gucken uns einmal noch die Sache mit dem Motiv an. Und zwar habe ich es hier schon ganz kurz gezeigt. Ich wollte sehr gerne noch eine Motivvariante und ich hole die auch nochmal in beleuchtet. Das ist nämlich das Schöne, man kann diese Erweiterungen auch untereinander kombinieren. Ich wollte gerne noch was hier auf die Seite quasi wieder Motivausschnitte bringt. Und das ist genau das, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier einmal Stern mit Schnörkel. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Schnörkel. Und ich habe hier sogar noch eine Zeichenlinie mit drin, die ich hier in dem Fall umgesetzt habe mit Gelstiften. Das heißt, ich habe hier einfach mit goldenem Gelstift die Zeichenlinie gezeichnet und ansonsten ganz normal geschnitten. Habe hier außen für den Motivstreifen auch Tonkarton verwendet und habe hier zusätzlich noch eine Form zum Hinterlegen drin, dieses goldene Ding im Hintergrund. Das ist auch dünneres Papier. Da wollte ich eben gerade noch mal auch was zum Material sagen. Wie gesagt, hier das Motiv an und für sich, geschnitten aus Tonkarton mit 220 Gramm. Hier im Hintergrund diese Hintergrundlage, das ist dünneres Papier, das ist Tonpapier, ich weiß es nicht genau auswendig, ich glaube 120, vielleicht auch 140, müsste aber auch oben für euch verlinkt sein, da steht es auch drin, wie das sich hier mit der Grammatur verhält. Und ich hole euch das Ganze jetzt auch gleich nochmal in beleuchtet, denn ihr könnt diese Motiv-Streifen-Variante mit der Beleuchtung kombinieren.
So, hier habe ich jetzt mal das Ganze mit Lämpchen innen drin und auch nochmal anders gezeichnet, nämlich hier in dem Fall mit dem Vollquill gezeichnet, mit der mittleren Spitze. Und ja, habe hier jetzt entsprechend einfach innen drin quasi die Beleuchtungserweiterung verwendet. Hier außen drauf diese Streifen mit dem Motiv gemacht. Da auch ein Hinweis dazu, deshalb lässt sich das auch so schön kombinieren. Bei dem Motivstreifen ist oben diese Stecklasche wieder genauso angelegt, wie auch hier bei der Sache mit der Beleuchtungserweiterung. Aus demselben Hintergedanken, nämlich dem, dass man hier oben, also man schwächt dieses Seitenteil, indem man da diese ganzen Teile innen drin rausschneidet. Dadurch ist dieses Teil natürlich nicht so stabil, wie wenn ich hier einen komplett geschlossenen Streifen habe. Und deshalb habe ich euch da bei dieser Motivgeschichte auch oben die Stecknasen entsprechend angepasst. Nicht wundern, wir machen, es ist schon brav zurückgekugelt, ich wollte gerade sagen, ich setze jetzt ordentlich das Lämpchen zurück, aber es liegt wieder. Ich zeige euch hier einmal einen Vorgänger. Ja, das müsste noch der Vorgänger sein. Da könnt ihr vielleicht auch das nochmal besser verstehen, warum das hier Sinn macht mit dieser Einrastnase. Das sieht jetzt vielleicht wieder auf den ersten Blick so ein bisschen pingelig aus, aber wenn ich euch die Kugel hier so drehe, dann müsstet ihr hier eigentlich einen relativ breiten, gut sichtbaren Spalt sehen können. So, wenn ihr die Kugel so weit dreht, dann fällt einem immer die LED entgegen. Aber ihr seht hoffentlich, was ich meine. Und genau dem wollte ich hier entgegenwirken damit, dass es da diese Stecknasen an der Seite gibt, damit genau das nicht passiert. Ja, weil das war so einer meiner ersten Prototypen für das Motiv. Da war das Ganze mit dem System außenrum noch nicht so weit gediehen. Und es ist jetzt kein Drama, also sie fallen nicht von selbst komplett raus, wenn man es hinhängt, noch nicht jedenfalls. Aber mich hat es einfach gestört, dass es hier immer alles so ein bisschen lose ist. Und durch diese feste Stecknase, die einrastet, kriegt das Ganze einfach nochmal in sich auch mehr Stabilität. Deshalb, also ich habe mir da lange Gedanken gemacht und habe viel rumprobiert. Wirklich wieder irgendwie 0,2 mm da jeweils hin und her geschubst, um die beste Kombination quasi zu kriegen. Ich hole euch das auch nochmal, das fertige Teil mit den richtigen Stecknasen, dann seht ihr das nochmal im Vergleich. So, nicht wundern, ich habe da jetzt quasi einfach meine Prototypen hergezaubert, die ich natürlich jetzt nicht wegwerfe, nur weil es Prototypen sind. Aber hier könnt ihr jetzt das Ganze mit den veränderten Stecknasen nochmal sehen. Und ich denke, ich drehe das Teil auch mal für euch. Da müsste man eigentlich auch wirklich sehen, dass der Abschluss hier oben, ja, jetzt kugelt natürlich das Lämpchen wieder raus, wenn ich das so arg drehe. Aber seht ihr das, dass der Abschluss hier oben wesentlich besser ist? Und das Einzige, wo es wieder so ein ganz kleines bisschen hängt, ist hier die Seite, die eben auch zum Öffnen gedacht ist. Die ist hier oben wieder mit diesem kleinen Pfeilchen auch markiert, damit man weiß, hier kann ich es einfach aufschieben. Und das ist halt die Kombi aus, ja, ich versuche es immer möglichst hübsch, aber auch möglichst praktikabel zu machen, um da den besten Mittelweg für euch zu wählen. Hier seht ihr auch nochmal, wie diese Form zum Hinterlegen aussieht, an der habe ich auch lange rumhantiert. Das sind oft diese Kleinigkeiten, die mich bei diesen Projekten echt aufhalten. Hier seht ihr, dass diese Form zum Hinterlegen nur so eine schmale Einhängelasche hat. Das ist ganz, ganz praktisch. Da bin ich aber auch relativ spät bei meinen Versuchen erst drauf gekommen, weil das weniger Druck auf diese Steckverbindung in den Ecken bringt. Und dadurch geht das Ganze leichter rein, wenn man auch mit dickerem Papier arbeitet. Also ich habe mir da ganz lange ganz viele Gedanken gemacht, wer wie was, wieso, weshalb, warum sozusagen. Und das ist jetzt das Ergebnis. Und es ist deshalb in einzelne Projekte gesplittet, weil eben der Anfang wirklich hier die reine Deko-Kugel mit Verpackungsaspekt war. Da ging alles los bei der 8 cm Variante. Dann sind da noch die zwei Größen mit 6 cm und 10 cm dazugekommen. Und das alleine hat schon für Stress gesorgt, weil ich natürlich diese zusätzlichen Größen auch in den Erweiterungen für die Beleuchtung und hier auch für diese Motivseiten berücksichtigt habe. Ich hole euch mal noch die kleine 8 cm Kugel mit Motiv. Kleine 6 cm Kugel meine ich natürlich. Hier, damit ihr das auch nochmal seht. Ne? Ich kann das Motiv auch hier auf die 6 cm Kugel bringen und ich habe euch da im Download das entsprechend auch schon wieder so angelegt, dass ihr da bei diesem Motiv-Download entsprechend gleich alle drei Varianten findet. Also einmal für die 6 cm Kugel, einmal für die 8 und einmal für die 10 cm. Einmal mit Zeichnung und einmal ohne Zeichnung und dann noch für jede Größe diesen Streifen hier hinten dran zum Hinterlegen. So. Nur, dass ihr euch nicht wundert, es sind im Endeffekt 9 verschiedene Plotter-Dateien in diesem einen Paket
für diese Motivseite, je nachdem, welche Größe ihr umsetzt, je nachdem, ob ihr zeichnen wollt oder nicht zeichnen wollt und je nachdem, ob ihr hinterlegen wollt oder nicht hinterlegen wollt, braucht ihr dann jeweils die passende Datei. Die sind aber vom Dateinamen her, finde ich, eigentlich eindeutig benannt. Da findet ihr euch bestimmt zurecht und wenn ihr Fragen dazu habt, dann fragt einfach gerne. So, das ist das, wie es jetzt endlich in den Shop gewandert ist. Wie gesagt, sorry für die, die da schon länger drauf gewartet haben. Es war viel mehr Arbeit, als ich dachte. Ich bin mit dem Ergebnis jetzt auch echt happy. Und ich habe bewusst da so viel Hirnschmalz reingesteckt, weil ihr kennt mich, ich will einfach immer, dass es am Ende auch wirklich rund ist und dass alles funktioniert und dass alles möglichst einfach und gut funktioniert. Nicht nur irgendwie so zur Not, sondern wirklich so, dass man dann auch zufrieden ist. Und es ist wirklich verrückt, sage ich euch jetzt einfach mal so, was es für einen Unterschied macht. Wie gesagt, das sind Millimeter, die ich hier noch irgendwie rumgebastelt habe, aber es ist verrückt, wie viel Unterschied es macht in der Gesamtstabilität auch. Obwohl ich ganz generell sehr glücklich und sehr zufrieden mit diesem klebefreien Projekt bin. Es ist total genial, wenn man das zusammengesetzt hat, wie stabil das Ergebnis wird, das man da in der Hand hat. Ich weiß, es sah jetzt vielleicht so ein bisschen läppschig aus, wenn mir da immer irgendwie die Lampe rausgefallen ist, aber normalerweise hält man die Kugel ja auch nicht irgendwie so, sondern hängt sie irgendwo hin. Und ich bin echt happy darüber, wie stabil das Ganze wird, einfach nur durch Zusammenstecken von Papier. Aber ich habe mir, wie gesagt, auch wirklich viele Gedanken gemacht, was wie wohin gesteckt wird, welche Lasche wie breit sein muss. Also ich habe da lange in der Vorbereitung dran gearbeitet. Deshalb habe ich auch schon so viele Prototypen. Einen Prototyp hole ich euch auf jeden Fall noch. Das ist der mit dem Glitzerpapier. Den finde ich nämlich auch sehr schick. Und ich bringe auch die 10 cm nochmal mit. Also Prototyp ist jetzt hier auch gar nicht mehr richtig, weil tatsächlich sind die hier wirklich nach den fertigen Dateien gefertigt. Ich räume hier mal ein bisschen auf und lege euch nochmal zusammen die 10, die 8 und die 6 cm, damit ihr einfach einmal so ein bisschen einen Vergleich habt in den Größen, wie das dann ausschaut. So, ne, das hier sind die 10 cm, das ist schon ganz ordentlich, das ist schon eine ganz ordentliche Größe. Das hier sind die 8 cm und das hier sind die 6 cm. Vom Materialbedarf her habe ich jetzt ad hoc nur den für diese 8 cm Kugel im Kopf. Und zwar ist es da so, das finde ich eigentlich ganz praktisch, dass ich hier jeweils verwendet habe einen halben Bogen A4 von dem goldenen Papier und etwas weniger als einen halben Bogen A4 von dem weißen Papier. Das heißt, hier bei der 8 cm Durchmessergröße bekomme ich aus 2 Blatt Papier 2 Kugeln raus. So. Und wenn man hier die große und die kleine, also hier die 10 cm und die 6 cm auf einen Bogen kombiniert, bekomme ich sogar eine große und 2 kleine beim goldenen raus. Beim weißen kann ich es nicht ganz genau sagen, aber da wird sich es wahrscheinlich ungefähr so ähnlich verhalten. Habe ich aber noch nicht aufgelegt. Okay, ich will gerade noch mal kurz über eure Kommentare lesen und dann zeige ich euch mal, was ich noch vorbereitet habe, was noch gewünscht war. Okay, ich lese einen Wunsch. Es wäre perfekt, wenn man das an der Lichterkette anbringen könnte. Da habe ich direkt gleich noch was zu zeigen. Dann die Frage von Conny. Conny fragt, ob sie die Seitenteile der Sterne, sie meint wahrscheinlich der Kugeln, beschriften darf, zum Beispiel mit dem Namen meiner Enkelkinder. Ja, genau, danke. Das ist eine sehr gute Frage, Conny. Da sage ich gerne noch mal was dazu. Ihr dürft diese Seiten hier dekorieren, wie ihr lustig seid. Ihr dürft die bedrucken, bemalen, bestempeln. Ihr könnt dieses Seitenteil einmal durch so einen Prägefolder jagen, wenn ihr Prägefolder habt. Haben wir jetzt in der Gruppe auch schon gezeigt bekommen. Sieht auch sehr cool aus. Also für die, die sich da ein bisschen austoben wollen, ihr dürft da von mir aus drauf zeichnen. Lasst euch was einfallen, also ihr dürft das natürlich sehr gerne dekorieren. Das gilt sowohl hier für die normale Basisvariante, in der diese 3 Größen, wie gesagt, mit drin sind, als auch für die beleuchtete Variante. Ich hole das Teil mit dem Transparentpapier gerade nochmal her. Auch hier, ne, ihr dürft es, bestempelt es, macht vielleicht mal wieder Embossing, das ist was ich eigentlich mal wieder machen wollte. Müsste ich mal raussuchen. Das eine, was ich euch hier aber noch sagen will, wo ich gerade diese Kugel in der Hand habe, seht ihr, dass es so ein bisschen so ein Muster auf dem Papier hat und dieses Muster kommt in diesem Fall von dem Lämpchen. Das heißt, ich habe hier wirklich stinknormales Transparentpapier drin, aber diese Lämpchen, das habe ich selber auch erst beim dritten Hingucken quasi festgestellt, die sind hier oben drauf nicht ganz rund, sondern die haben hier in diesen Plastikteilen wie so kleine Facetten drin und diese Facetten sorgen dann dafür, dass man hier so ein bisschen einen Musterlichtwurf auf dem Transparentpapier hat. Okay. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, das passt soweit. Ich räume jetzt die Sachen zur Seite
die fix und fertig so im Set drin sind. Vielleicht kann noch mal jemand, Florian, du bist ja auch da, vielleicht kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, ob ich irgendwas komplett vergessen habe, irgendwas, was noch wichtig wäre zum Grundprojekt. Und wenn da nichts mehr ist, dann switchen wir mal zu den Ideen, die ich noch von euch gekriegt habe und was ich da schon probiert habe. Ich habe nämlich wirklich einiges probiert. Ich bin, wie gesagt, ganz zufrieden mit mir selbst, weil ich irgendwie tüchtig war. Achso, hier die Glitzerkugel wollte ich euch noch zeigen. Die ist einfach nur nach der Grunddatei gebastelt sozusagen. Ich habe hier aber Glitzerpapier eingesetzt. Florian, das wäre jetzt wieder dein Job, weil das Glitzerpapier, wenn ich mich recht entsinne, habe ich vergessen zu verlinken am Video. Es tut mir total leid. Aber das gibt es in meiner Materialübersicht auf der Webseite. Das heißt, du könntest für den Glitterkarton mal noch den Link raussuchen. Das wäre super gut. Okay. Gut, ich mache jetzt einmal Platz und jetzt geht es um lauter ungelegte Eier sozusagen. Sachen, die noch nicht im Shop sind, wo ich einfach mal von euch wissen will, wäre das was für euch? Soll ich das fertig machen? Lohnt es sich da irgendwie weiter Zeit zu investieren? Oder sagt ihr, nein, danke, Miriam, mach irgendwie mal was ganz anderes, nächstes Projekt bitte. Okay, ich habe mehreres. Das eine, worüber wir schon gesponnen haben hier an unserem Bastelabend, sind die Kugeln in noch kleiner. Und die haben jetzt einen Durchmesser von 4 cm. Und ich sage mal so, die sind jetzt schon ziemlich niedlich. Und da habe ich auch, das hier ist quasi die fast einfach nur skalierte Version, stimmt auch nicht ganz, aber die habe ich mir aus der 6 cm Version erarbeitet. Und hier ist schon wieder auch eine Anpassung nötig gewesen, oder die zweite dann besser gesagt, nämlich um hier oben diese Stecklaschen etwas zu verlängern. Das ist in dieser Mini-Variante sonst echt schwierig gewesen. Die Frage ist jetzt, sagt ihr ja, 4 cm mini-klein ist irgendwie ultra cool, traue ich mich ran? Sagt ihr also quasi klein ist fein oder sagt ihr, nö, du lass mal gut sein, das ist mir dann doch zu winzig. Also ich persönlich feiere es, aber ich sag's euch ganz ehrlich, es ist nichts für Grobmotoriker, weil es ist halt wirklich klein. So. Aus diesem wirklich klein hat sich noch was entwickelt. Da haben wir auch am Bastelabend uns schon ganz kurz unterhalten. Und zwar kam mir dann irgendwie die Idee, weil bei der Größe passt dieses Lämpchen nicht mehr rein. Das funktioniert leider nicht. Also man kann das hier an dem Durchmesser, glaube ich, schon erkennen, dass hier der Bodendurchmesser größer ist als hier. Ne? Schaut mal auf das Rote hier von unten. Kann man, glaube ich, ganz klar sehen, keine Chance, es geht da nicht rein. Das Lämpchen ging ja gerade so in die 6 cm noch rein. Es geht auf keinen Fall in die 4 cm. Und da war natürlich sofort der Kopf, okay, wie kann ich dieses kleine Mini-Ding auch beleuchten? Und ich zeige euch was. Ihr dürft mich auch gerne auslachen. Das ist eine vielleicht ein bisschen bekloppte Idee, aber ich zeige es euch trotzdem. Es ist noch überhaupt nicht spruchreif. Also hier könnt ihr mal sehen, wie wilde Prototypen am Anfang bei mir aussehen. Die Idee war hier, man lässt jetzt bei der Variante, die man hier an die Lichterkette baut, lässt man diesen Aufhänger hier oben, diesen typischen Christbaumkugelaufhänger weg. Und ich brauche jetzt mal Batterien. Moment. Ich habe hier ja mein Ladegerät. Ich hole mal Batterien ran, wenn sie rausgehen aus dem Ladegerät. Ich muss mal ganz kurz die Lichterkette anmachen, weil den an habe ich das Ganze auch noch nicht gesehen. Das ist dann aber nochmal die Übung für Fortgeschrittene. Also wer klein schon ätzend findet, der ist da raus. Und wer aber die Herausforderung liebt, der kann da, glaube ich, eigentlich was ganz Geiles machen. Es ist noch längst nicht im fertigen Zustand, aber jetzt sitzt das Lämpchen wenigstens in der Mitte und ich glaube, man kann meine Idee besser verstehen. Also ich habe hier die 4 cm Kugel nochmal so variiert, könnt ihr das sehen, dass die hier in der Mitte so einen zusätzlichen Ring hat, damit man genau sehen kann, wo das kleine Mini-Lämpchen sitzen muss, damit es perfekt mittig in der Kugel sitzt. Und man hat hier an diesem Ring auch nochmal so Nasen oben und unten, wo man die Lichterkette, diese Drahtlichterkette einmal dran wickelt, um ganz sicher zu sein, dass es eben genau da sitzen bleibt. Ne? Das ist so der Grundgedanke dabei. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieser Aufbau hier oben und unten an der Lichterkette selbst wirklich was für Feinmotoriker ist. Aber ich muss sagen, ich persönlich habe das vorhin erst ausprobiert, schnell noch, bevor ich zu meiner Mama zum Kaffeetrinken gefahren bin. Und ich feiere es total. Ich lieb's. Es ist winzig, aber ich muss sagen, ich lieb's. Und die Seitenstreifen könnte man jetzt ja hier im Nachhinein ganz normal einsetzen. Da ist dann keine große Zusatzherausforderung mehr dabei. Hier könnte man auch, also ich würde hier tatsächlich bei den Seitenstreifen auch so ein Mini-Motiv einfach machen. Ein kleines Sternchen, vielleicht ein kleines Herzchen, irgendwas, was man hier so im Wechsel einhängen kann. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz geil und ich bin sehr gespannt, ob ihr sagt, ihr geht damit. Es hat was vom Harry Potter Zeitumkehrer, ja. Ja, irgendwie schon. Liegt halt daran, dass hier aktuell diese Streifen noch fehlen. Ne? Das heißt, ihr seht jetzt hier aktuell nur diesen Grundaufbau
Und die Seitenstreifen müssen noch rein. Aber ich dachte, ich zeige euch das einfach genauso roh, wie es hier liegt. Hier hatte ich auch schon mit einem angefangen. Habe hier tatsächlich auch die Teile dafür aufgeschnitten. Das ist nicht so cool. Cooler ist die Variante, weil es die stabilere Variante ist. Und da geht man eigentlich so ein bisschen vor. Man baut quasi Perle für Perle hier um die einzelnen Lämpchen. Das heißt, wenn ich jetzt das nochmal für eine ganze Lichterkette mache, muss man das ganz hinschieben bis quasi hier eigentlich ans letzte Lämpchen am Batteriefach und dann baut man das erste dran und dann baut man das nächste dran und so weiter. Und ich finde es halt schon, also es ist mini klein, aber es ist ultra süß und man kann dann halt hier wirklich auch wieder diese Seitenteile noch entsprechend anpassen und gestalten. Das finde ich eigentlich echt ganz cool. Was hier mit Sicherheit nicht mehr funktioniert, ist dieses Motiv, das ich eigentlich hier für die 8 cm Größe entwickelt habe. Das haut da auf keinen Fall mehr hin. Das heißt, da muss ich mir irgendwas Separates, ganz Schlichtes, Einfaches ausdenken. Das ist das eine. Also grundsätzlich wäre da ganz spannend, wie ihr das gut finden würdet. Okay, wartet, ich lese erstmal ganz kurz. Ich komme mal ganz kurz zu euch zurück. Bringe hier meine beleuchtete Mini-Kugel auch nochmal mit und guck einfach nochmal drüber. Ich muss hier echt, sorry, ich muss hier nochmal umstellen. Ich muss ultra weit scrollen. Du fändest einen hängenden Effekt besser. Der Draht geht rein und an derselben Stelle wieder raus, sagt Martina. Antonia sagt, die Lichterkette ist gut, sehr süß, okay. Ich glaube schon, es gibt schon Stimmen für die Lichterkette. Wir können uns noch mal ganz kurz gemeinsam Gedanken machen zum Rein und wieder raus. Auch das müsste funktionieren. Ja, das geht auch. Man muss es halt nur dann hier oben dran festwickeln. Ja, ich verstehe, was du meinst, ne, dass die Lichter, ich finde, es kommt drauf an, wenn man die Lichterkette jetzt nachher zum Beispiel mit auf den Tisch legt, um so ein bisschen Tischband, Lichterkette drauf, dann ist es wieder egal, weil dann liegen die ja so der Reihe nach. Aber wenn du sie irgendwo quer hinhängen willst und möchtest, dass die Kugeln nach unten hängen, dann müsste man das Ganze anders einbauen. Das müsste aber auch funktionieren, weil man kann ja trotzdem hier quasi von oben mit dem Draht reingehen, das Lämpchen hier festmachen und man lässt es nicht durchlaufen, sondern geht einfach nur von oben mit dem Draht rein. Das geht auch. Das Einzige, was ich daran nicht so vorteilhaft finde, ist, dass dadurch die Abstände zwischen den Lämpchen weiter verkürzt werden. Okay. Die mittleren auch für die normalen Lichterketten, für die Steckdose. Tontra, hilf mir da bitte mal. Vielleicht kannst du mir noch mal irgendwie auf die Sprünge helfen, was du da genau meinst. Genau, und ansonsten sind die Abstände zwischen den LEDs halt relativ klein. Wartet, ich kann euch das nochmal unter der anderen Kamera zeigen. Das heißt, hier ist es, finde ich, auch gar nicht so ultra attraktiv, hier zum Beispiel so eine größere Kugel reinbauen zu wollen. Schaut mal, das ist die kleinste, die im Set mit drin ist. Das sind die 6 cm. Und wenn ich die euch jetzt hier hinlege, dann seht ihr, das geht gerade so, da würde gerade dicke Kugel an dicker Kugel hängen. Aber rein und oben wieder raus wird jetzt in der Größe leider schon wieder gar nicht mehr funktionieren. Mit der Lichterkette, die ich jetzt hier habe. Ich weiß, es gibt auch welche, oder ich hoffe, es gibt welche mit größeren Lämpchenabständen. Ich habe jetzt einfach die gegriffen, die ich für ein ganz anderes Projekt gekauft habe. Es ist eine 50er Lichterkette, die ist eh viel zu lang dafür. Aber da kann man sich ja nochmal Gedanken machen vielleicht. Erster Gedanke bei Lichterkette war natürlich ultra klein. So. Okay. Ja, so eine, wo die LEDs schon hängen. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Das Thema bei denen, wo die LEDs schon hängen, es sei denn, vielleicht habt ihr da auch einen Link für mich, die Lichterketten, wo die LEDs so nach unten hängen, da kenne ich nur welche, die keine Drahtlichterketten sind, sondern die so ein Kabel haben. Und diese Kabel finde ich persönlich immer ein bisschen nervig. Erstens sind sie dick, die müssten oben rein und raus. Und zweitens sind sie dieses Festwickeln, ne, was ich hier jetzt einfach gemacht habe mit dem Draht, funktioniert mit denen in meiner Vorstellung auch nicht. Aber wenn ihr eine Drahtlichterkette kennen würdet, bei der das so ist, wäre das cool. Habe ich persönlich noch nicht gesehen, gibt es aber ja vielleicht. Okay. Gut, das ist die eine Geschichte. Die eine Geschichte ist wirklich Mini-Kugel quasi, sowohl normal für einen Baum. Die hat sich ursprünglich aufgedrängt, weil ich wirklich auch immer meinen Baum bis ganz oben eigentlich mit Kugeln schmücke und da braucht es eine Mini-Kugel. Und tatsächlich war ich so verrückt, als ich die in der Hand hatte oder zusammengebaut habe, habe ich noch gedacht, boah, vielleicht ging das auch noch eine Nummer kleiner, weil für den ganz obersten Kranz von meinem Baum sind selbst die 4 cm fast noch ein bisschen viel.
Aber ich bin noch nicht sicher, ob ich mir das antun will. Das ist das eine. Und wie gesagt, was sich daraus unmittelbar entwickelt hat, ist dieses Lichterketten-Dingens hier. So. Ich habe noch was. Ich habe noch an einem ganz anderen Thema gearbeitet, das ich euch auch zeigen möchte. Es war nämlich noch was gewünscht. Es waren auch einige Dinge gewünscht, aber ich habe noch nicht für alles eine Lösung. Das andere, was gewünscht war, ist eine Art Ziehlasche, Greiflasche, wenn man diese Kugelgeschichte wirklich als Adventskalender umsetzen möchte für Kinder. So. Und mein erster Anlauf war dieser hier. Finde ich gar nicht so dumm, weil man da die Lasche wirklich direkt oben hat. Man hat also sehr viel Kontrolle übers Einstecken. Ich finde ihn nur ehrlich gesagt selbst optisch nicht so den Brüller, weil man diese Riesenlasche hier oben halt hat. Ja, also ich meine, wenn es kleiner wird, wird es schwerer zu greifen. Und hier war halt jetzt das Nette auch, das geht noch aus dem einen Streifen raus. Ne? Ich zeige euch das gerade mal, das ist einfach nur umgefaltet hier entlang dieser oberen Stecklasche. Das heißt, so kann man da einfach anders hingreifen. So. Das andere, worüber ich mir dann Gedanken gemacht habe, und das finde ich persönlich ist ein bisschen eleganter gelöst, dürft ihr mir jetzt sagen, ob ihr das gut findet oder nicht, ist, es war ja auch gewünscht, dass irgendwo die Zahl hin soll. Und ich dachte jetzt, okay, dann machen wir doch die Zahl hier einfach in die Mitte. Entweder macht man den Rest der Kugel geschlossen, also so wie hier. Wir können das eigentlich machen wir das doch gleich mal hübsch, oder? Wir bauen das mal in die geschlossene Kugel ein. Oder man gestaltet den Rest der Kugel dann eben doch hier mit Dekor und hat jetzt hier direkt oberhalb und unterhalb der Zahl so einen Bogen, wo man das Ganze einmal anfassen und irgendwie öffnen und schließen kann. Also es ist auf jeden Fall schon mal komfortabler, als wenn man keinen Anfasser hat, weil das seht ihr jetzt hier gleich, ich krieg das hier natürlich auch raus, aber wenn man jetzt vielleicht das Projekt nicht kennt, man weiß ja erstmal gar nicht, wo man hinfassen soll. Das könnte natürlich so ein bisschen das Thema sein. Achso, jetzt, wenn wir es schon hübsch machen, machen wir es auch mitten hin. Sorry, mache ich gerade wieder rein. So. Und mache das hier wieder hier. Pass auf. Und wir setzen mal diese Variante hier ein. Und hier kann ich jetzt halt einfach wirklich von vorne hinfassen und habe das Ding in der Hand. So. Ne? So. Also da wäre für mich auch ganz spannend, ob das für euch eine Variante ist mit der Zahl und quasi dem Anfasser. Was mir an dieser Anfasser-Variante sehr gut gefällt, ist, es ist wirklich, man sieht es auf der Seite, aber ich drehe euch die Kugel mal weiter. Seht ihr, dass das sehr dezent ist, weil das hier halt nicht so ultra weit raussteht. Und es kann hier auch weniger weit rausstehen, weil es so schön zugänglich ist. Hier oben unter dieser Klappe muss es relativ weit rausgucken, damit man da wirklich hinfassen kann, ne? Weil ja hier auch noch dieser Überstand von der Zwischenebene ist. Aber hier auf der Mitte ist es so, finde ich, eigentlich ganz elegant gelöst. Und es geht eben auch ganz gut auf. Also man kann wirklich diesen Fasser hier einfach nehmen und kann das Ganze öffnen. So. Jenny hatte sich das, glaube ich, eigentlich sehr gewünscht. Aber ich bin nicht sicher, ob Jenny heute da ist. Das heißt, ihr dürft sehr gerne nochmal sagen, ja, funktioniert. Ja, das Petra hat schon recht. Für noch kleinere Kinder ist wahrscheinlich die größere Lasche besser. Dürft ihr also gerne nochmal sagen. Wenn jetzt ein paar von euch sagen, ja, große Lasche ist eigentlich die bessere Lösung für mich, dann ist halt die Überlegung, ob ich einfach aus beidem für euch eine Version mache. Das hier war die Version mit der großen Lasche, können wir auch nochmal einbauen. Vielleicht einfach hier auf der anderen Seite. Ich finde immer, an der komplett geschlossenen Kugel kann man sich es ein bisschen besser vorstellen. Also ihr seht ja, ich wechsle den Streifen auch so mit einem Handgriff, aber das ist halt, ich habe halt auch schon 100 von diesen Streifen gemacht. Und ich glaube, wenn ich es euch jetzt aber auf die Seite drehe, seht ihr auch, was ich meine. Ne? Das hier steht halt deutlich weiter vor als hier. Und hier wäre halt auch gleich die Adventskalenderzahl noch mit integriert. Das ist, glaube ich, gar nicht so ungeschickt. Das ist das, was ich habe da Verschiedenes probiert und dachte, ich zeige euch einfach beides. Habe auch noch andere Sachen probiert, die haben gar nicht geklappt. Aber ich dachte, ich zeige euch das, was funktioniert hat, zeige ich euch einfach mal. Ja, und ich persönlich würde sagen, das kann ich hier sogar vertreten. Und da könnte man auch überlegen, auch wenn ich persönlich sehr an diesem Thema klebefrei hänge. Ich liebe das klebefrei-Konzept, aber natürlich könnte man hier auch hergehen und könnte, wenn man hier eine Hintergrundlage macht, so wie hier quasi, könnte ich die Form so anpassen, dass man die eben hier doch auf die Rückseite klebt. Könnt ihr mir mal sagen, ob dieser eine Klebeschritt dann pro Kugel für euch in Ordnung wäre? Das wäre jetzt für mich noch ganz spannend. Ich baue jetzt die Zahl nochmal hier bei sowas ein. Nicht wundern, das ist wieder einer der Prototypen, der keine Leicht-Raus-Lasche hat. Dann seht ihr auch, warum die Leicht-Raus-Lasche Sinn macht. So. Und ich stecke euch das einfach einmal hier vor die goldene Form und dann haben wir eigentlich die meisten Varianten auch schon mal gesehen. Da ist jetzt dann für mich schon fast die Frage, ob es da nicht noch elegant wäre, wenn es da irgendwie ein kleines bisschen Muster drumherum auch gäbe. Weiß ich noch nicht. Aber ich meine, es ist auch kein Untergang, ne? Man hat diese eine Seite,
Ja, genau. Ich dachte eben auch, Daniela schreibt es gerade hinterlegen, sonst kann man reinlauern. Ja, genau. Das wollte man jetzt ja auch nicht. Ja, einmal kleben wäre okay, ne? Also der Vorteil wäre halt hier, wenn man jetzt gewillt ist, einmal zu kleben, sonst macht derjenige das auf und hat wieder eine geschlossene Lage vor sich, ne? Und wenn ich jetzt einfach sage, okay, man klebt die hier fest, dann machen wir die einfach kleiner, schneiden quasi hier oben und unten die Lasche ab und kleben das hier von hinten an. Und dann ist es zu, man hat trotzdem die Lasche zum Greifen. So, denke ich, wäre doch vielleicht gar nicht schlecht. So ergibt das Ganze langsam Sinn. Okay, sehr gut. Dann bin ich da schon mal froh, wenn ich weiß, dass ihr sagt, jawohl, ihr habt es ja dann auch optional. Wer sagt, nee, soll auf keinen Fall geklebt werden, der kann trotzdem einfach die Stecklage quasi reinmachen. Und wer sagt, nee, ist mir wurscht, bei dem einen Ding klebe ich die Hinterlegung quasi auch einfach fest, der kann dann da eine Hintergrundform dahinter kleben. Das kann ich ja einfach bei den Zahlen dann mit reinmachen. Dann würde ich auf jeden Fall eine Seitenversion quasi machen mit sämtlichen 24 Zahlen und mit dieser, ne, mit der kleinen Ziehlasche dran. Ich glaube, das war jetzt die Variante, die eigentlich den meisten zugesagt hat. Ja, Kimi schreibt gerade, die 4 cm Variante wäre es. Ja, ich mache aus der 4 cm Variante, versuche ich einfach nochmal eine kleine Zusatzdatei zu machen. Conny schreibt gerade, du fändest es toll, wenn man unter den Kugeln tauschen kann. Conny, sag mir bitte nochmal, was du meinst. Wahrscheinlich, wenn du quasi wechseln kannst. Du darfst durchwechseln, wenn du willst. Ne? Du kannst jetzt sagen, du machst eine Seite geschlossen, eine Seite mit Motiv. Eine Seite geschlossen, eine Seite mit Motiv. Du kannst auch nur auf einer Seite eins von den Motiven reinmachen, wenn du möchtest. Und mein Ansinnen wäre natürlich auch, dass es noch mehr als nur dieses eine Motiv gibt. Ne? Das heißt, ihr dürft euch gerne noch Motive wünschen. Ich habe auch schon Motive notiert. Ich habe jetzt nur erstmal ganz kurz Hirnschmalz in dieses andere Thema gesteckt. Das mit der kleinen Kugel hat mich an unserem Bastelabend am Donnerstag so getriggert, dass ich den Entwurf dafür direkt noch Donnerstagnacht gemacht habe. Heute bin ich jetzt ein bisschen vom Weg abgekommen mit meiner, daraus habe ich dieses Mini-Lichterketten-Dingens hier gebaut. Und dann wollte ich das Ziehlaschenthema noch klären. Das habe ich schon vorbereitet. Ich habe aber auch noch was für Bianca und ich bin gar nicht sicher. Ich glaube, Bianca ist gar nicht da. Aber ich habe auch noch gezeichnet. So, das heißt, das würde ich euch auch noch zeigen, zumindest wenn es euch interessiert, wenn ihr mal gucken wollt. Weil was auch noch gewünscht war und was ich persönlich auch ganz nett finden würde, sind eben Zeichenmotive, die nicht geschnitten werden müssen. Wir haben uns da am Bastelabend auch ganz kurz drüber unterhalten, für euch zum Verständnis, was ich damit meine. Und zwar, wenn ich hier zeichne und schneide, dann muss dieses Motiv immer so dick sein, in Anführungszeichen, dass sich das Ganze hier, wartet, ich muss das festziehen, das macht mich nervös, wenn es nicht fest ist, dass der Papiersteg noch stabil genug ist, dass es wirklich auch hält. So. Wenn ich nur zeichne, kann ich das Motiv als solches natürlich filigraner gestalten, weil dann trägt natürlich hier meine Grundform. Ne? Das heißt, ich muss hier nicht dann irgendwie, ja, ich kann einfach feiner, ich kann filigraner gehen, weil ich hier einfach die komplette geschlossene Form habe, die ich voll malen kann. So. Da habe ich noch nichts Fertiges aus dem Plotter, was ich euch zeigen kann, aber ich habe skizziert. Auch noch Donnerstagnacht, ganz viel davon. Und dafür würde ich einfach mal das iPad ranholen. Dann dürft ihr gerne mal mit auf die Skizzen lunzen und mir sagen, was davon irgendwie für euch Sinn machen würde. Ja, Christine schreibt gerade, Luft holen nicht vergessen. Ja, ich atme zwischendurch manchmal. Nur manchmal. Ich rede immer ohne Punkt und Komma. Weshalb meine Mama eigentlich früher auch immer gesagt hat, ich soll Anwältin werden. Ja, wer mich kennt, kennt es schon von mir. Ich komme jetzt noch mal ganz kurz zu euch zurück. Pro Lasche insgesamt eine Krippe. Boah, das wäre schon geil. Aber das wäre dann vielleicht eher was für die größere Kugel. Wartet, ich muss mal noch mal über eure Kommentare drüber scrollen. Susanne, es gibt kein Paket. Es gibt quasi eine Grunddatei. Das sind die Kugeln. Ne? Das sind die 3 Kugelgrößen, 6 cm, 8 cm, 6, 8, 10 cm zusammen mit der geschlossenen Seite. Und dann gibt es separat die Beleuchtung und separat das Dekor. Eben mit dem Hintergedanken, dass ich schon wusste, es wird noch anderes Dekor geben und dann will nicht ja jeder immer dasselbe Paket mit dem Dekor drinne kaufen, das dann nicht sein Dekor ist und ja, ich will es sozusagen möglichst einfach halten. Die Krippe wäre der Knaller. Ja, finde ich auch. Ich bin nur nicht sicher, ob ich das auf diese kleine Größe draufkriege. Auf den 8 cm wird es, glaube ich, kritisch, aber wenn ihr sagt, ihr nehmt auch eine Variante, die nur auf den 10 cm funktioniert, dann werde ich es gerne probieren. Weil die 10 cm bieten halt doch nochmal etwas mehr Raum. Das ist so das, weshalb ich sage, da müsst ihr euch jetzt vorher committen, ob ihr sagt, ja, ist auch fein, wenn es nur auf der 10 cm Variante geht.
So. Okay, das war schon kleben, ist okay. Ich hoffe, ich habe oben nichts vergessen. Wenn ich irgendjemanden komplett überlesen habe, haut's bitte nochmal in die Kommentare rein. Tina sagt auch nur für 10 cm ist okay. Okay. Okay, wenn ihr sagt, das wäre eine Option, dann versuche ich das auf jeden Fall. Ich kann nichts versprechen, aber ich werde es probieren. Zumal ich habe ja schon ein Krippenmotiv. Ich könnte mal versuchen, ob ich das auf die 10 cm Variante drauf bekomme. Ich probiere es. Und sobald ich es probiert habe, zeige ich euch, wie es aussieht. Okay, nee, ich glaube, ich habe eigentlich, hoffe ich, alles mitgenommen. Gut, dann würde ich sagen, wir gucken noch Skizzen. Wollen wir wirklich Skizzen gucken? Erschreckt nicht. Meine Skizzen sind nicht besonders hübsch. Das ist nur Konzept. Da geht es nur um die Idee, wie das fertig aussehen könnte. Ich weiß noch nicht so genau, wie wir das jetzt machen, dass ihr wirklich sagen könnt, das wär's. Weil wenn ich jetzt weiterblätter, eure Kommentare haben ja auch immer so ein bisschen Verzögerung. Wir nummerieren, würde ich sagen, oder? Ich würde sagen, wir nummerieren. Ihr versteht gleich, was ich meine. Wenn ich jetzt das iPad herhole und mit euch quasi durch diese Skizzen durchklicke, dann, ja, wenn ihr dann Ja sagt, bis das Ja bei uns, bei mir ankommt, bin ich wahrscheinlich schon wieder 3 Skizzen weiter. Wir gucken mal, wie wir es machen. Wir nummerieren. Wir fangen wirklich bei 1 an und das, was ihr gut findet, da schreibt ihr dann die Zahl. Also ihr könnt nochmal die Zahlen in den Anschlag nehmen. Ich glaube, wir probieren das mal so. Keine Ahnung, ob das am Ende gut funktioniert. Wir werden es versuchen. So. Ich sage euch, ich habe hier ein Chaos gemacht. Meine schönen Kugeln hier hinter mir abgehängt. Ich muss nachher nach dem Stream erstmal aufräumen. So. Erstmal hier einmal iPad dran. Das ist jetzt nicht fancy. Ich habe normalerweise nie das iPad mit hier im Stream. Das heißt, ich werde das nicht irgendwie anschließen und euch direkt auf den Monitor mitnehmen, sondern ich werde das ganz faul. Irgendwie, wenn das so geht. Ja, ich glaube, das geht, oder? Ja, das geht. Ich werde euch das iPad jetzt einfach einmal hier unter die Kamera halten. Ne? Das ist jetzt nicht technisch für Fortgeschrittene, was ich hier mache, aber ihr kriegt eine Idee. Also, das hier ist quasi dann demnach Nummer 1. Ihr dürft mir gerne sagen, also Idee, nur zeichnen, nicht schneiden. Obwohl es mich hier in den Fingern juckt, auch eine Schneiden-Variante zu probieren. Aber das hier wäre Nummer 1 und jetzt können wir uns einfach ganz wild durchklicken, weil ich habe viel gezeichnet. Welches zeige ich euch noch? Das hier. Das hier wäre Nummer 2. Ja, das finde ich persönlich auch ganz schön. Ist ja wahrscheinlich irgendwie Geschmackssache. Das hier wäre Nummer 2. Ich hätte auch irgendwie gerne noch was so ein bisschen als Serie funktioniert, aber das tüdel ich dann am Ende schon noch irgendwie zusammen. Dann hätten wir hier, nehmen wir doch mal dieses hier, Nummer 3. Ihr seht, Thema Serie, das würde auch passen. Nochmal zu dem vorher, das ist es nicht, das hier was, zu Nummer 2. 2 und 3, so. Und dann habe ich noch ein ganz schlichtes, aber das mag mit Sicherheit nicht jeder. Das wäre auch noch in der Machart. Das wäre dann dazu Nummer 4. Also ich muss aufpassen, dass ich kein Durcheinander mache. Das wären dann aber schon 3 zueinander passende. Ne? Das war jetzt 2, 3 und 4. Die wären so in einem Ding. So. Dann habe ich noch, weil das explizit gewünscht war, Schneeflocke. Schneeflocke ist Nummer 5. Ich mag auch Schneeflocke. Die Frage ist so ein bisschen, ob man so randlos gerne gehen mag. Ich mag persönlich auch Schneeflocke, ist aber mit Sicherheit irgendwie ein bisschen Geschmackssache. Was haben wir noch? Das hier habe ich noch. Mal unweihnachtlich. Einfach nur schick. Ihr wisst, ich mag Schnörkel, Kringel und so. Finde ich auch nicht so schlecht. Das ist Nummer 6, richtig? Ich muss aufpassen, dass ich richtig nummeriere. Obwohl ich mir hier vorstellen kann, man muss immer ein bisschen aufpassen. Das ist das Erste, was ich mir nach dem Zeichnen gleich gedacht habe. Schaut mal. Ich hole uns mal so ein Teil in Originalgröße und dann erschrecken wir uns alle gleich. Wartet. So. So ungefähr, ne? Wäre Originalgröße. Da wird es dann schon sehr filigran, würde ich sagen. Dieses Motiv gab es auf den Kugeln deiner Großeltern. Das ist Nummer 6, oder habe ich jetzt schon wieder Mist erzählt? Nee, ne? Das passt. 5 war die Schneeflocke, das hier ist Nummer 6. Okay, gut. Weiter im Text. Ich mache euch das wieder groß, damit ihr irgendwie mehr erkennen könnt. Was habe ich noch? Ich habe so viel gezeichnet. Ich bin gar nicht sicher, ob ich euch das alles zeigen soll. Ich hätte noch, das finde ich ja ganz süß, ich hätte noch ein Herzchen. Das wäre dann die Nummer 7. Mal sehen, ob ich das nachher selber noch zusammenbekomme. Ich muss selber dann nochmal ein Video gucken. Mit diesen komischen Dingen hier neben bin ich selbst noch nicht ganz sicher, deshalb sind die noch so hell.
Hier wäre aber die nächste Idee quasi Punktreihe unten, Punktreihe oben und dann passende Motive zueinander. Sind allerdings erst 2. So. Das hier ist das Herzchen. Das hier wäre passend dazu das Bäumchen. So, der Tannenbaum. So, das hier ist jetzt die Nummer 8, richtig? Das ist mit dem Zählen ist so eine Sache. Das nächste Mal muss ich mir einen Zettel dazulegen. Also das hier, die passen schon zusammen. Da bräuchte ich noch ein weiteres, wartet, da bräuchte ich noch ein weiteres, was dazu passt. Das ist noch eine Option. Und jetzt wird es nochmal abstrakter. Das hier hat mir persönlich auch sehr gut gefallen. Ist dann halt einfach wieder mehr geometrisch und Schnörkel und Punkte. Bei welcher Nummer sind wir inzwischen angekommen? Florian, sei mal Admin, sag mir bitte nochmal, ist das Nummer 9 oder ist das schon Nummer 10? 9. Wenn ihr jetzt alle gerade 9 schreibt, frage ich mich halt, jetzt sind wir jetzt gerade eins später dran für Bäumchen und vielleicht müssen wir auch die Begriffe nochmal wechseln. Nee, ich glaube, ihr sagt mir alle, das ist Nummer 9. Ja, oh ja, das ist Nummer 9. Okay, ja. Was mir hier dran gut gefällt, ich bin da wieder der Mathe-Spinner. Ich habe da tatsächlich sogar schon dran konstruiert. Und zwar habe ich darauf geachtet, ihr habt ja an der Seite einen Bogen, dass da von dem Bogen aus gesehen genau senkrecht weg die Linie geht, damit sich das hier nicht mit einer Spitze schließt, sondern damit sich das nachher optisch, wenn man die Streifen nebeneinander setzt, mit einem möglichst runden, sachten Übergang schließt. Das will ich auf jeden Fall mal noch testen. Habe ich, wie gesagt, eigentlich auch schon in der SVG umgewandelt. Zeige ich euch die Tage mal, weil das habe ich schon vorbereitet und will es unbedingt ausprobieren. Insofern bin ich ganz happy, dass euch das auch gefällt. 9 sieht super aus. Okay. Conny fragt gerade, wie zeichnet man mit dem Plotter? Conny, da spannen wir jetzt wieder meinen Mann ein. Florian, sei bitte mal so lieb, spring mal rüber auf die Webseite und hol einfach mal den Plotter-Tipps-Link. Conny, ich habe zum Zeichnen mit dem Plotter für Silhouette und für Cricut zumindest schon einen Hilfsbeitrag auf meiner Seite, wo das erklärt ist, wie das funktioniert. Okay, so, dann, wenn das hier jetzt 9 war, gucken wir mal, was wir noch gucken. Ich habe hier zwischendrin noch eins aus, ich habe mehrere ausgelassen. Wir gucken mal das hier noch an. Das hier wäre Nummer 10. Das sieht jetzt vielleicht noch nicht nach viel aus, aber ich glaube, das könnte auch ziemlich cool sein, weil das so geometrisch ist. Und hier müsst ihr euch jetzt vorstellen, hier müsst ihr einmal ganz kurz eure Vorstellungskraft bemühen. Dieses runde Teil trifft ja dann wieder auf ein rundes Teil. Das heißt, die bilden gemeinsam dann wieder so Spitzen, ne? So rautenförmig quasi. Und das hier wirkt dann auch runder, was jetzt gerade ganz gerade wirkt, wenn es einmal eingesetzt ist. Das heißt, das hier wäre jetzt aktuell Nummer 10 und ich glaube, damit lassen wir es jetzt auch erstmal bewenden, auch wenn das nicht alle sind. Aber damit habt ihr zumindest mal einen Teil gesehen. Und dann würde ich versuchen, zu denen, die euch am besten gefallen, immer auch noch ein Pendant zu haben. Also es müssen vielleicht auch nicht unbedingt 3 pro Ding sein, aber wenigstens 2, damit man auch die Option hat, die immer so ein bisschen im Wechsel reinzumachen. Ja, sehr schön. Ja klar, ihr dürftet auch teilweise zeichnen und schneiden. Ja, ja, ihr dürft zum Beispiel den Stern in der Mitte bei 1. Dann müsstest du aber selbst nochmal in die Datei rein und müsstest das ändern. Tilly, das kann ich dir nur nicht endgültig verbindlich beantworten, weil ich glaube, das ist für die meisten dann wieder zu schwierig. Das macht dann schon wieder keinen Spaß mehr. Okay. Aber immerhin habt ihr mir mit eurem Feedback sehr geholfen. Genau, haut einfach eure Lieblinge nochmal rein in die Zahlen und dann kann ich nachher versuchen, ein bisschen mir einen Überblick zu verschaffen, weil ich möchte ungern alles davon umsetzen, aber zumindest einiges davon. So, weil wir haben ja auch noch andere Sachen, die wir uns in den Kopf gesetzt haben, zum Beispiel eine hübsche Kugelaufhängung, da will ich auch noch dran gehen. Und ja, gibt es so das eine oder andere. Ich lese noch, ein Rentier, ein Schneemann, ein bisschen was Kindergerechtes. Ja, es gibt noch 100 andere Motive, die sich anbieten. Rentier will ich eigentlich selbst auch noch unbedingt. Bei Rentier würde ich es auch ganz nett finden, wenn man quasi auf den einen Streifen das Rentier mit Blickrichtung in die eine Richtung, auf der anderen Seite mit Blickrichtung in die andere Richtung machen könnte. Ne? Das wäre auch ganz süß. Und dann noch einen dritten Streifen der das trennt. Und dann hat man auf der anderen Seite wieder 2 Rentiere, die sich anschauen und nochmal einen Streifen, der das trennt. Also uns fallen da noch ganz viele Sachen mit Sicherheit ein. Die Frage, was ich jetzt unbedingt noch von euch brauche, das haben wir neulich im Club auch kurz gemacht. Wir brauchen Prioritäten. Womit befasse ich mich jetzt zuerst? Die Minikugel,
Die Minikugel wäre soweit als solche eigentlich quasi vom Konzept her schon fertig. Also 4 cm zum Aufhängen. Hier. Zack. Damit wäre ich zumindest relativ schnell durch, dann wäre das schon mal gemacht. Oder das Zeichen, nee, ich glaube, wir machen erstmal die Minikugel fertig. Die Frage ist, machen wir auch das mit der Lichterkette gleich fertig? Das muss ich selber heute Abend nochmal ausprobieren. Minikugel und die Minikugel mit Lichterkette. Wahrscheinlich. Und die Adventszahlen. Okay. Das sind auch die Sachen, mit denen ich schon am weitesten bin. Das macht also Sinn. Die Adventszahlen, die Minikugel und die Minikugel mit der Lichterkette. Und dann alles Weitere in den nächsten Schritten. Mir hilft es sehr, weil ihr merkt es, ich habe ganz oft auch dank eurem Input zu einem Projekt ganz viele Ideen. Ultra viele Ideen. Und muss dann manchmal echt aufpassen, dass ich mich nicht verzettel. Weil dann macht man da ein bisschen, dann macht man da ein bisschen und probiert hier noch ein bisschen und ganz schnell hat man 100 Sachen ausprobiert und keine Ahnung, 5 Sachen zu 90% fertig, aber es fehlt dann wieder das Foto, es fehlt das Anleitungsvideo und solange wie das nicht gemacht ist, geht das Ding halt nicht in den Shop. Das ist immer die Sache. Okay, Minikugel und dann die Zahlen bitte. Okay, hervorragend. Danke, ihr Lieben. Damit habt ihr mir sehr geholfen. Ich hoffe, es war heute interessant und informativ für euch. Auch für die, die sagen, wir haben das Projekt jetzt schon gekannt. Wie gesagt, die Clubis haben ja am Donnerstag mit mir gebastelt und entsprechend kannten die ganz viel von diesen Basisinfos zu dem Grundprojekt und zu den Erweiterungen schon, auch wenn die Erweiterungen da noch nicht im Shop waren. Aber ihr seht, ich habe ja schon weitergearbeitet und dachte, das ist auch gar nicht schlecht, dann habt ihr heute auch nochmal so ein bisschen Neues. Und für die, die sich fragen, was hat da alles so lange gedauert, ich glaube, ich habe es vorhin schon versucht, oft genug einzustreuen. Es war einfach viel Arbeit mit diesen 3 unterschiedlichen Größen, die ich bei diesen vorherigen Erweiterungen immer mit berücksichtigt habe. Und ansonsten habe ich noch was ganz Verrücktes diese Woche angefangen. Das wissen bisher aber auch nur die Clubis und ich kann noch nicht selber sagen, wie sich das ausgeht und wie viele wir werden. Ganz viele haben gesagt, sie haben Lust, sich mal vor Ort zu treffen. Und ich habe ein Treffen organisiert im Januar. Alle Details, liebe Clubis, kommen jetzt im Laufe der nächsten Woche. Die E-Mails, die ich dafür brauche, sind da. Wir gucken mal, wie viele wir werden. Je nachdem, ob wir schon mit dem Club quasi die Location sprengen, mache ich das Ganze auch nach außen hin nochmal auf. Aber das müssen wir abwarten. Das kann ich. Wollte euch nur schon mal sagen, dass ich da an was arbeite und plane. Das ist nämlich auch was mich nochmal ziemlich den ganzen Tag aufgehalten hat, weil ich mich am Donnerstag habe anstecken lassen. Habe ich am Freitag eigentlich den ganzen Tag telefoniert und organisiert, aber ja, es muss manchmal auch einfach sein, ne? So. Conny fragt gerade, wann kommt das nächste Videotreffen? Conny, ich kann es noch nicht genau versprechen, weil ich noch nicht selber genau weiß, wie die nächste Woche aussieht. Aber ich würde fast sagen, wenn das für euch passt, fassen wir einfach wieder den Sonntag ins Auge, weil Sonntag der Tag ist, wo bei uns normalerweise nichts ist, wo sonst nichts ansteht. Sonntagabend 20 Uhr ist immer ja, so eine Zeit, wo ich fast sicher sagen kann, das passt auf jeden Fall. Freitagabend sind wir schon verplant, wahrscheinlich Sonntagabend 20 Uhr, für die, die sich schon mal vormerken wollen. Ich werde wieder versuchen, es auf YouTube dann einzustellen und auch auf Facebook quasi eine Veranstaltung zu erstellen. Aber ihr kennt mich, das mache ich relativ knapp vorher immer erst, weil ich nicht top organisiert bin. Einfach, das ist halt die Wahrheit. Und so viele andere Sachen noch in meinem Kopf rumschwirren. Ich habe jetzt ganz zum Schluss noch was für die Hardcaller, die sich auch für alles andere interessieren, was ich mache. Ich habe ein Laserprojekt, an dem ich heute bei meiner Mama beim Kuchenessen geklebt habe. Das wollte ich ganz kurz zeigen. Das erste Laserprojekt, wo ich wirklich ein bisschen was mehr gemacht habe auch. Sorry, ich bin heute voll abgelenkt. Sorry, ich lese gerade noch die Frage von Tina. Live vor Ort das Clubtreffen. Tina, mit dem Treffen. Achso, ich sag noch ganz kurz was mehr zu dem Treffen. Ja, bin selber schuld, dass ich das fast jetzt aufgemacht habe. Grundidee bei dem Treffen, das Treffen wird im Januar sein. Das heißt, es ist nicht mehr Teil eigentlich des Clubs 2023. Aber es ist den Clubis 2023 zu verdanken, dass dieses Treffen stattfinden wird, weil die oft genug mich da drauf gestoßen haben und mich jetzt am Donnerstag nochmal so motiviert haben, dass ich mich am Freitag direkt drum gekümmert habe. Die Grundidee jetzt ist, dass es ist ein Clubtreffen, wenn man so will. Zumindest kriegen jetzt die Clubis mal den Vorzug, was die Buchung der Plätze angeht, weil sie es angezettelt haben und weil der Platz quasi limitiert ist. Aber es wird trotzdem nicht Voraussetzung sein, dass man den Club 24 bucht, weil die Grundidee im Moment ein bisschen die ist, wir treffen uns im Januar persönlich und das ersetzt das Clubprojekt im Januar. Sofern es ein Club
im nächsten Jahr gibt, was ich noch gar nicht fest versprechen kann. Das wissen die Clubis schon, das ist noch so ein bisschen schwammig alles. Aber sobald ich mehr weiß und sobald es auch für alle interessant ist, sage ich da auf jeden Fall nochmal was dazu. So, und für die von euch, die jetzt noch ganz kurz Lust haben, mir zu helfen, ich will technisch was checken, wo ihr mir ganz kurz eine Rückmeldung geben könnt. Und ich zeige noch ganz kurz, was ich gelasert habe. Ich weiß, Laser ist längst nicht für alle interessant, aber das machen wir jetzt noch ganz kurz und dann verabschiede ich mich in den Feierabend, okay? Das erste, was ich testen will, da müsst ihr jetzt einmal das Audio dafür bitte benutzen, ist heute tatsächlich Ton. Und zwar drücke ich einmal diesen Knopf und ihr sagt mir bitte, ob ihr irgendeinen Unterschied hört. Das ist eine Einstellung, die im Hintergrund jetzt das Mikro eigentlich anpassen sollte. Ich hoffe, ich höre selbst nach in der Aufzeichnung einen Unterschied. Er ist wahrscheinlich, wenn nur, sehr klein. Ich gebe euch mal so einen kleinen Moment, ich rede einfach mal ein bisschen weiter. Ist jetzt mit Effekt an und Effekt aus. Und eigentlich sollte es mit dem Equalizer drauf besser sein. So, okay. Das andere, noch ein Knopf, ist ein Kompressoreffekt, der eigentlich auch das Audio ein bisschen verbessern sollte. Ich schaue nachher selbst auch nochmal, wie gesagt, in die Aufzeichnung rein und gucke mal. Ich habe auch vorher schon mit Aufzeichnung getestet. Wir gucken mal, wie es ist. So, also, das waren die 2 Audiosachen. Vielleicht fällt euch auch gar kein Unterschied auf. Kann sein, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wie sehr YouTube und Facebook die Audiospur sozusagen komprimieren. Kein Unterschied beim ersten Effekt. Jawohl, danke, die Rückmeldung ist alleine schon hilfreich. Da muss man sich darüber nämlich auch keinen Kopf zerbrechen. Und was gefehlt hat eigentlich, Achtung, wir machen noch was Visuelles. Das hier. Heute sind wir sowieso gut ausgeleuchtet. Ich glaube, das ist jetzt sogar fast zu hell. Heller und dunkler. Und eigentlich sollte vor allem, Achtung, so sehr dunkle Bereiche wie mein Shirt sollten jetzt heller sein. Mit dem Effekt drauf. Hanna sagt gerade, beim zweiten wurde es voller. Ja, das denke ich eigentlich auch mit dem Kompressor drauf. Genau, ich werde heller. Das Gesicht wird jetzt fast zu hell, aber eigentlich ging es so ein bisschen um die ganz dunklen Bereiche bei der Optik. Shirt ist heller. Und ein bisschen heller ist wahrscheinlich besser, oder? Ich habe das ehrlich gesagt gemacht, weil ich an meinem Windows-Pit dunkler ist besser, hell ist künstlich. Okay, zack. Ich habe heute aber auch ein Licht mehr an als sonst. Wartet, eigentlich muss ich auch das nochmal ausmachen. Gleich nächster Test. Ihr würdet euch totlachen, aber das sind alles Dinge, die mich beschäftigen. Zack, Seitenlicht aus. Nochmal drauf. Mit ohne war es besser. Jetzt sagt jetzt nochmal was. Ich habe nämlich jetzt das Zusatzlicht aus. So ist gut, ihr seid süß, jetzt ist besser. Heller besser oder dunkler besser? Schreibt am besten einfach bitte nochmal für mich hell oder dunkel. Das wäre für mich ganz spannend, weil ich sage aus dem Bauch raus hell, aber es ist heute auch alles sehr hell. Ups. Studiomodus aktiviert. Hell. Ich sage eigentlich auch hell, aber ich glaube, es kommt total darauf an welchem Gerät man schaut. Und bei mir sieht am Mac immer alles ultra hell aus und an meinem Windows-PC sieht immer alles ultra dunkel aus. Deshalb fand ich gerade so, die ganz dunklen Bereiche dürfen etwas heller sein. Hell, hell, hell. Die meisten sagen hell. Ja, schon hell, ne? Hell, zack. Das ist ganz lustig, weil es einfach nur ein Filter ist quasi, der die Farben anpasst, die die Kamera hier weitergibt. Alles so kleine Spielereien, die mich aber nebenher halt auch beschäftigen. So, danke. Ihr seid die Besten. Selbst dazu kriegt man noch Feedback Sonntagabend nach 21 Uhr. Vielen Dank fürs Helfen. Ist für mich immer ganz interessant und ich versuche, ihr wisst ja, ich versuche zu optimieren und zu lernen und so. Und es gilt für alle Bereiche. Auch für mein Streaming-Setup, da gibt es auch immer noch Optimierungspotenzial. Besser geht ja bekanntlich immer. Das zweite Audio ist besser, sagt die Iris. Danke, Elke, ich sehe in jedem Licht gut aus. Ah, danke. Ja. Ja, das nächste, was ich noch testen werde, ist eine Empfehlung, die ich gestern noch bekommen habe, wo ich aber noch nicht weiß, ob ich mich damit anfreunden kann, ist ein Mikro zum wirklich an mir tragen. Das wollte ich bisher immer vermeiden, aber die Audioqualität leidet natürlich ein bisschen darunter, dass das Mikro so eine Armlänge von mir weg ist, das ist hier. Und ich habe das so weit von mir weghängen, weil wenn ich es näher an mir dran hätte, dann würdet ihr mich, wenn ich hier stehe, natürlich sehr laut hören und wenn ich einen Schritt weg bin, würdet ihr mich sehr leise hören. Und jetzt ist es lieber ein Stück von mir weggehängt und so ein Stück hochgepegelt, damit ihr mich hört, egal ob ich hier bei euch vom Monitor stehe oder einen Schritt weiter rechts an der Arbeitsmatte sozusagen. Stört mich auch noch so ein bisschen. Ja, genau, ihr dürft nochmal, wenn ihr alle sagt, der Ton ist gut und er ist vor allem gut genug so und ihr vermisst nichts, dann darf es vielleicht auch einfach so bleiben. Weil ich habe mich bisher immer erfolgreich gegen irgendwas gewehrt, was ich an mich dran klipsen muss, weil ich kenne mich. Ich vergesse es dann, es ist nicht aufgeladen. Es ruschelt irgendwie vielleicht, ich weiß auch nicht so recht. Also ich bin so ein bisschen hinterhergerissen.
Tondra sagt jetzt wieder, dunkler ist besser. Ich lese nachher auf jeden Fall nochmal über euer Feedback und ich gucke auch auf jeden Fall nochmal selber in die Aufzeichnung rein. Weil es ist aber auch ultra komisch, weil es ist egal, wo du guckst, egal, also wenn du am Handy guckst, wenn du am Mac guckst, in meinem Fall noch, wenn ich am Windows-PC mit einem komplett anderen Monitor gucke, sieht immer anders aus. Und ich habe einfach Geräte, an denen sehen die Videos immer viel zu dunkel aus. Das ist der Grund, weshalb ich hier diese Spielereien immer noch mache. Hell, dunkel. Vielleicht machen wir in Zukunft auch halb, eine Hälfte dunkel, eine Hälfte hell. Nein? Schade. Okay. Ja, wenn ihr sagt, der Ton ist gut, dann bin ich damit, glaube ich, auch glücklich. Ich bin da vielleicht auch echt zu pingelig. Ich habe ja hier schon ganz viel gemacht. Ich habe hier Room Treatment gemacht. Ich habe hier so Soundpanels vor mich an die Wand gehängt, weil mich der Nachhall immer gestört hat. Weil ich immer das Gefühl hatte, wenn ich hier was aufnehme, man hat relativ viel Nachhall drin. Hier würdet ihr euch auch totlachen. Ich habe hier unter mein Mikrofon, das jetzt wahrscheinlich auch gerade geruschelt und gekruschelt hat, noch was drunter gehängt, ein Schild quasi, das helfen soll, dass nicht jedes Geräusch, das ich auf der Arbeitsmatte mache, immer so arg wieder nach oben kommt. Weil wenn ich jetzt hier mit euch spreche, geht es, denke ich, auch mit dem Ton eigentlich ganz gut. Aber wenn ich da stehe und ein Anleitungsvideo für euch aufnehme, dann spreche ich ja nicht nach vorne in die Kamera, sondern dann stehe ich da und bastel vor mich hin und gucke die ganze Zeit nach unten und spreche auch nach unten. Und ich habe immer das Gefühl, der Ton, der da so zurückreflektiert wird, direkt von der Tischplatte ins Mikrofon, der sorgt irgendwie dafür, dass das Audio nicht so dolle ist. Aber es ist für mich ultra erleichternd zu wissen, wenn ihr alle sagt, was hast du eigentlich, ist doch gut genug. Weil dann verschwende ich nicht noch mehr Zeit mit diesen Themen, sondern knie mich lieber direkt in diese Kugelgeschichten hier rein und in die anderen Projekte, die wir noch vorhaben dieses Jahr. So, da ist ja noch so das ein oder andere Weihnachten kommt. Ich bin schon langsam hektisch. Ja, ich bin schon ein bisschen hektisch. Fortlaufendes Bild vielleicht, die Karawane zieht, was? Ich verstehe nur, achso, ja, ist keine Ahnung, immer im Wechsel. Was auch noch fehlt, das, ne, ist dieses, was die YouTuber so schön haben. So, bing, hier abonnieren und wo ich dann so schön nach unten zeigen kann, wo die Glocke kommt. Dann, und die Erinnerung, den Kanal zu abonnieren, damit ihr eine Info kriegt, wenn ich live gehe. Und natürlich auf Gefällt mir zu klicken. So, das habe ich jetzt an der Stelle dann auch mal getan. Vergesse ich immer. Das fällt mir nach 70 Minuten, 68 Minuten fällt mir auch mal ein, dass man dazu mal sagen könnte. Das wäre auch noch schön. Wünsche ich mir, dass die Software das selbst kann. Vielleicht ist ja irgendwer von euch voll der Motion Graphics Profi, der sagt hier, machst du so. Ansonsten wäre das nämlich auch wieder was, wo ich mich einen halben Abend mit beschäftigt. Ja, du sagst zwar, es ist noch Zeit, es ist erst Anfang Herbst, aber für mich ist gefühlt jetzt noch 3-mal schlafen und dann ist Weihnachten. Also ich bin schon so ein bisschen im, ne? Machen. Aber auch, weil ich noch viele Ideen habe und viele Sachen, wo ich Bock drauf habe. Also, ne? Kommt noch das ein oder andere. Gut, ich will mich nicht weiter verquatschen. Ich sage euch ganz, ganz vielen lieben Dank für eure Zeit, wie immer. Es war sehr schön, mir hat es großen Spaß gemacht und ich freue mich immer auf die Streams mit euch, auch wenn ich vorher total hektisch bin. Ich habe heute wieder Herzrasen gehabt. Ich war 5 Minuten vor 8, stand ich hier und war bereit und dann wartet man 5 Minuten. Ah, das Laserprojekt, oh mein Gott. Hanna, ich bin total verstrahlt. Ja, entschuldigt, vergesst alles, was ich gesagt habe, zurück. Ich war schon dabei, mich zu verabschieden. Ich zeige das Laserprojekt kurz. Erwartet noch nichts Gigantisches. Hier sind meine Grundzüge. Ihr könnt es euch denken. Ich wollte ganz gerne meinen Sternbogen so in der Richtung noch aus Holz machen. So. Und meine ersten Anläufe haben mich nicht so unfassbar glücklich gemacht, weil das Lasern von diesen kleinen, so klein sind die gar nicht, Kreisen, nicht so funktioniert hat, wie ich mir das gewünscht habe. Aber es war eine Kleinigkeit mit der Hardware, mit der Mechanik, die einigermaßen behoben zu sein scheint, die Problematik. Und jetzt hat es, finde ich, eigentlich ganz akzeptabel geklappt. So ganz hundertprozentig überzufrieden bin ich noch nicht, aber es ist erstmal okay. Und ich wollte jetzt erstmal testen, sozusagen, ob das funktioniert, was ich mir da überlegt habe. Und ich mache die Klammern einfach mal weg, denn tatsächlich sind die beiden Hälften noch nicht zusammengeleimt. Ich will da natürlich auch noch eine Lichterkette einbauen. Deshalb habe ich da auch diese lustigen Löcher reingelasert. Die gleichen Löcher quasi wie bei meinem Papierprojekt. Und hier kommt jetzt der Spaß eigentlich zum Vorschein. Und zwar habe ich mir hier so kleine Halter aus Holz gelasert. Und das ist natürlich sowas, was ich mit der Säge niemals freiwillig machen würde. Klar kann man machen, man muss da eigentlich nur einmal reinschneiden. Aber ich habe mir eben diese ganzen kleinen Halterchen gelasert für die Drahtlichterkette. Da soll jetzt auch eine Drahtlichterkette rein. Und diese kleinen Öffnungen sind schon dafür gedacht, die Lichterkette da lang zu führen. Ich habe das auch
ich habe da schon wieder Hirnschmalz reingesteckt, ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, hier vorne ist die Führung anders als hier überall. Ich habe heute ganz frisch, als ich bei meiner Mama saß und mit der das Stückchen Kuchen heute gegessen habe, habe ich hier der Reihe nach die ganzen kleinen Teile aufgeklebt und habe das jetzt von oben angeklammert, um es heile nach Hause zu transportieren und um einfach auch dem Holzleim so ein bisschen Druck zu geben, damit das alles erstmal in der richtigen Position trocknen kann. Ich werde das auch bis morgen durchtrocknen lassen, um da jetzt die Lichterkette einzubauen. Ich bin selbst sehr gespannt, ob das funktioniert, so wie ich mir das gedacht habe. Der Abstand ist auch relativ gering, aber ich wollte eben vom Ergebnis her dann relativ nah auch an das ran, was ich aus Papier gemacht habe. Und die Idee ist jetzt eben hier in diese ganzen Halterchen die Drahtlichterkette reinpfriemeln und wenn die Drahtlichterkette reingepfriemelt ist, dann werde ich hier die zweite Hälfte noch oben aufkleben, schön fixieren, bis wirklich alles gut durchgetrocknet ist und den Stern dann hoffentlich einfach aufhängen. Ja, das ist jetzt mal, könnt ihr mir die Daumen drücken, ist der erste Versuch mit dieser Art von Halter. Es ist alles sehr, sehr winzig, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Und was ich auch ganz cool fand, das kann man jetzt nicht mehr gut sehen, weil die Halter schon aufgeklebt sind. Ich habe quasi die Sternform ausgelasert und ich habe hier, wo ich die ganzen Halterchen aufgeklebt habe, diese Eckchen, wo die Halterchen aufgeklebt werden müssen, auch mit dem Laser als Linie schon aufgraviert. Das heißt, ich musste jetzt nicht mehr raten, wo dieser einzelne Halter jeweils positioniert werden muss, sondern ich hatte einen genauen Grundriss, auf den habe ich dann den Kleber gemacht und genau da mein Halterchen hingemacht. Und ihr seht es jetzt hier auch vielleicht schon, wer ganz genau hinguckt, das sind unterschiedliche Halter, wie gesagt, hier mit Halterung links, rechts, um die LED direkt hier vorne drauf zu hängen. Dann hier mit der Öffnung nach oben. Hier, die sind schmaler als die hier außen. Hier wieder mit der seitlichen Öffnung. Also es sind unterschiedliche, aber die unterschiedlichen konnte ich jeweils anhand der Breite quasi zuordnen. Ich werde euch auf jeden Fall am Ende verraten, ob es geklappt hat oder ob es nicht geklappt hat. Seid nicht zu enttäuscht, sage ich in dem Fall zu mir selbst, wenn es nicht auf Anhieb klappt. Aber ich zeige es euch auf jeden Fall nochmal, wenn ich ein Stück weiter damit bin. Petra fragt, ob ich den AirChat für den Mr. Beam habe. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht gerade, was du mit AirChat meinst, aber auf jeden Fall ist es der neueste Mr. Beam mit dem X-Kopf und er hat den Kompressor drin, wenn das die AirChat-Funktion ist, nach der du fragst, und es hängt auch ein Filter mit dran. Ja, okay. Ihr wisst, ich teste im Moment auch nur so ein bisschen rum mit dieser ganzen Lasergeschichte. Versuche das so ein bisschen mit meinen bestehenden Projekten zu kombinieren. Mich reizt an dem Laserthema vor allem, dass ich eben auch sowas wie Holz schneiden kann. Ich habe den nicht fürs Papierschneiden hier stehen, sondern wirklich für Holz. Sperrholz habe ich schon länger irgendwie ultra Bock drauf und ja, dachte, ich mache das in den Streams jetzt ja immer ganz gerne so, ich zeige euch einmal alles, was gerade sozusagen bei mir passiert, weil es einfach keinen Sinn macht, dafür jedes bisschen einen einzelnen Stream zu machen. Ich versuche aber so Spezialthemen wie Laserprojekt einfach hinten anzuordnen, damit diejenigen, die sagen, ne, ist für mich im Moment nicht interessant, da bin ich raus, dann einfach abspringen können und wir das ganze Hauptthema Plotten vorher quasi bearbeitet haben. Okay, jetzt aber wirklich. Nochmal danke an Hannah fürs Erinnern, dass ich hätte das knallhart vergessen, erstmal schön angekündigt und dann vergessen. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen Sonntagabend, startet morgen gut in die neue Woche. Ich sage auf jeden Fall Bescheid, sobald irgendwas hiervon fertig ist. Und ja, freue mich einfach, wenn wir uns dann wieder lesen. Bis dann, ihr Lieben!